Wenn du möchtest und kannst, schließ deine Augen. Nicht um dich von der Welt zu trennen, sondern um eine andere Form von Wahrnehmung zu öffnen. Atme ein und wieder aus. Es gibt einen Punkt zwischen Gedanken und Stille. Genau dort liegt unsere Metamorphose. Du musst nichts tun, nichts erreichen, nur wahrnehmen. Nun stell dir vor, du betrittst einen Raum, der nicht gebaut, sondern entstanden ist. Ein Raum, der sich erinnern kann. Die Wände sind nicht fest, sie reagieren auf deine Aufmerksamkeit. Mit jedem Atemzug verändert sich ihre Struktur. Hier gelten andere Regeln. Nicht Ursache und Wirkung, sondern Wahrnehmung und Realität. Du bist nicht Beobachter, bist Mitgestalter. Ein Wunder ist kein Bruch der Naturgesetze. Es ist eine Erweiterung deiner Interpretation davon tatsächlich. In diesem Raum beginnt sich etwas Neues zu zeigen. Ein kleines Ereignis, völlig unscheinbar. Vielleicht ein Lichtimpuls. Vielleicht eine kleine Bewegung. Beobachte, ohne zu bewerten. Und jetzt verändere minimal deine Perspektive. Ein Gedanke. Was, wenn das tatsächlich doch von Bedeutung ist? Was hat es zu bedeuten? In diesem Moment kann ein Wunder beginnen. Nicht von außen, sondern von dir selbst. In der Beziehung zwischen dir und mit dem, was da ist. Wunder entstehen dort. Vielleicht Wunder. Vergiss für einen Moment alle Bilder von allen Dingen in deinem Leben. Lass uns Engel in den Raum werfen. Sie sind allgegenwärtig und jeder kennt sie, unabhängig davon, ob er an sie glaubt, aber ihre Funktion in unserem Glaubenssystem und unserer Wahrnehmung sind vorhanden. Ein Engel ist keine Instanz, die Ordnung in Chaos bringt, die Richtung gibt, die sie einen zwingt. Spüre, gibt es in deinem aktuellen Leben eine solche Bewegung in dir, eine Begegnung? Etwas, das dich zu nichts zwingt. Etwas, das dich vielleicht subtil lenkt und wohin bewegt, wo du zuvor nicht warst. Etwas, das in dir aufkommt. Eine leise Stimme. Das kann ein Muster sein. Das kann etwas sein, was deine Seele aufwirft. Das können Zahlen und irgendwelche Dinge sein, die wie ein leiser Weckruf erscheinen. Versuch das nun bewusst wahrzunehmen. Nicht zu sehen, sondern in dir zu erkennen. Egal was es ist. Eingebungen sind keine Zufälle. Sie sind Durchbrüche von Informationen durch die Filter deiner bisherigen Gewohnheit, egal wie seltsam sie erscheinen mögen. Nun, versuch dir die Frage zu stellen, inwieweit das relevant für dich ist. Keine trivialen Fragen, echte Fragen. Und dann warte auf Antworten, egal wie lange sie dauern. Öffne dich in einem Raum. Antworten kommen nicht als Satz, sie kommen als Bilder, als Gefühle, als Eindrücke, als Eingebungen. Sie können leise sein oder laut, wenn wir sie nicht hören, sehr überzeugend, denn ein unangenehmes Gefühl, das in uns hochwächst, was Unklares.
als würde der Raum sich langsam verändern, lösen. Das drückt wie ein Nagel im Schuh, der immer größer wird statt kleiner. Versuch, statt das Gefühl wegzudrücken, es zu integrieren, die Wunde in dir zu beschreiben. Stell dir Engel vor als ein ordnendes Prinzip, eine Eingebung, ein Zugriff auf ein nicht-lineares Wesen, etwas, das für dich da ist, das sich Zeit für dich nimmt, das durch deinen Atem mit dir spricht und für dich da ist, das in einem unbekannten Ort, an einem ruhigen Ort, an einem stillen Ort durch Licht, durch eine Erscheinung vor dich treten kann. Völlig unklar. Du bist vielleicht völlig aus den Fugen gerissen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt, aber viele Menschen sprechen von Wundern. Vielleicht ist es auch nur die Vorstellung davon, die uns auf etwas hinbewegen kann, auf etwas zubewegen kann, öffnen kann, das wir doch so dringend benötigen. Versuch es anzunehmen. Versuch dich mit deinem Atem zu verbinden. Versuch an Wunder in dir zu glauben, wenn du sie im Außen nicht sehen magst. Diese unguten Gefühle, dieses Rütteln, diese Ungewissheiten, diese wiederholenden Dinge, die du wahrnimmst, sie sind nicht grundlos da. Es versucht etwas mit dir zu sprechen, dich auf etwas aufmerksam zu machen, dir den Weg zu zeigen, auch wenn du ihn aktuell vielleicht noch gar nicht sehen und verstehen kannst. Ich weiß, das kann schwierig sein, besonders wenn wir uns verloren und einsam fühlen. Für viele ist es schwer, sich zu öffnen. Nicht, weil uns die Worte fehlen, sondern weil etwas in uns vielleicht noch nicht bereit ist, sich vollständig zu öffnen. Also hör dir zu, das genügt. Versteh deinen inneren Zustand. Versteh keine Ablehnung dessen, das wird dir nicht helfen. Du musst nicht alles erfassen, nicht alles verstehen, nicht alles logisch erklären können. Es genügt zunächst, dass du verstehst, dass etwas vor dir steht, dass du an etwas glaubst, dass dich etwas dort abholt, wo du dich befindest, egal in welchem Bereich du diese Antworten findest, in Religion, in tiefer Spiritualität oder in anderen Dingen. Versuch loszulassen. Versuch dich in den Prozess fallen zu lassen. Beweg dich drauf zu und verspüre die Gewissheit auf deine eigene Art und Weise, dass du immer sicher bist. Lass los, auch wenn du glaubst, es nicht zu können. Auch wenn du glaubst, dass du erst alles begreifen musst, bevor du dich darauf einlassen kannst. Es gibt eine Ebene, auf der Begegnungen auf einer völlig anderen Ebene stattfinden. Nicht vor der Klarheit, sondern nur durch das Öffnen, das Fallenlassen. Diese Ebene ist nicht logisch, sie ist nicht rational, sie ist etwas ganz Besonderes. Als würde uns etwas antworten, uns bemerken, uns im Herzen berühren. Und genau im Gefühl zwischen Einsamkeit und Verwirrung entsteht auf einmal Führung. Alle Spannung lässt nach, der Raum verändert sich, eine Transformation geschieht. Und diese macht uns Angst, weil wir immer es gewohnt sind, im Bekannten zu gehen. Und auf einmal wird alles unbekannt. Als gäbe es in der Leere eine Richtung. Und genau dazwischen befindest du dich. Aber genau dort entsteht Sinn. Nicht in fertigen Antworten, sondern im Prozess, der dich formt. Dieser Prozess ist kein Bruch, sondern er ist die nötige Umstrukturierung, der Wandel. Etwas beginnt in dir, sich neu zu organisieren. Gedanken
ihrer alter Natur verschwinden, werden schwer. Sie tragen dich nicht mehr, sondern drücken dich an den Boden. Und Fragen kommen auf in alle möglichen Richtungen. Und das, was dir vorher wie Distanz erschienen ist, auf einmal ein naher Raum, ein Raum der Möglichkeit. Den musst du nicht erzwingen, denn er geschieht von ganz alleine. Ganz alleine, egal was du tust. Du musst dich nicht unter Druck setzen. Denn die Gewissheit ist etwas Unangenehmes. Bevor wir sie umarmen und uns darauf zubewegen, bevor wir vertrauen, bevor wir überhaupt nachvollziehen können, was los ist. Das bedeutet, dass wir uns öffnen, bevor wir uns zurückziehen, und das sind wir nicht mehr gewohnt. Wenn man uns beigebracht hat, dass wir vor allem Angst haben müssen, das hält uns an Ort und Stelle. Das sind die Fesseln, in denen wir uns befinden. Und versuche einen Moment länger an diesem sicheren Ort, diesen Unbekannten zu verweilen. Versuch zu spüren und zu sehen, dass etwas dir völlig unbekannt ist, dich observiert, dich anschaut und dir ein warmes und gutes Gefühl gibt, dich unterstützt, dich immer begleitet. Das Leben ist wunderbar, aber um wunderbar zu sein, müssen wir uns erlauben, auch mit diesen Wunden, die wir bereits haben, trotzdem wunderschön zu sein. Das sind Spuren des Lebens, gibt es nicht wegzuradieren. Das ist unnötig. Sie zeichnen dich aus, auf deiner Seele, auf deiner Haut, egal wo sie sind. Nun erinnere dich, Engel sind nicht bloße Figuren, sondern Ordnungsimpulse. Ordnungsimpulse etwas hören. Und vielleicht erkennst du genau diese Impulse jetzt in deinem Leben. Etwas versucht dich einzuladen, sanft, aber klar, nicht laut, nicht dramatisch, eher wie ein inneres, leichtes, seichtes Ja. Du hast es eine ganze Zeit lang überhört. Aber das ist Führung. Nennen wir es göttliche Führung. Nennen wir es Himmelsführung. Das ist der Moment, in dem du dich wohlfühlen kannst. Du bist geliebt. Du gehörst dazu. Du bist Teil des Großen, des Ganzen. Das ist bereits die komplette Verschiebung deiner bisherigen Wahrheit. Vielleicht mag sie klein klingen, vielleicht mag sie surreal sich anfühlen, vielleicht mag sie ein wenig abnormal sein, aber du musst nicht an etwas altem, starrem festhalten. Das hilft dir nicht. Atme bewusst ein und aus und spüre, wie sich dein Leben verändert, wie du von etwas Großem, und wenn es ein Licht ist, berührt und unterstützt wirst. Fühl dich sicher, fühl dich frei, fühl dich geliebt, fühl dich unterstützt, fühl dich vom Himmel geküsst, umarmt und immer geliebt, als wäre es eine Einladung, die Gewissheit zu verspüren, dass hinter dem Horizont das Licht immer weiterlebt, dass nie, aber auch niemals etwas vorbei sein kann und ein Tod, wie wir ihn seit Kindesbeinen an gehört und kennengelernt haben, überhaupt gar nicht existieren kann. Es ist eine Illusion, genauso wenig wahr wie, dass etwas enden kann, das angefangen hat. Dies ist eine Abstraktion unserer sogenannten Realität. Stell dir es vor, als würde ein Musikstück spielen. Die Musik lebt von den Pausen. Der Ton klingt nicht die ganze Zeit. Er braucht die Ruhe. Genau das bist du. Du bist die Musik des Weltalls, des Lebens. Du hast nochmals einen Puls nach oben und einen Puls nach unten. Selbst dein Herzschlag lebt dir das vor. Dazwischen bist du und du bist ewig und du bist wunderbar. Wir sind Engel.